Wir sind hier in Luban. Und da hat das Auto kaputt. Und dann muss er trotzdem überholen. Jetzt ist er rechts raus, da an die Tanke. Ne? Fahrschule. Also Luban, wir kommen von Jelena Góra. Jetzt haben wir da schnell in Luban was eingekauft. Hier kostet der Sprit 5,84. In Skorzelec waren es 5,81. Und ich habe vorhin an der Tanke getankt, da waren es 5,39. Das sind dann umgerechnet 1,29 €. Sonst habe ich immer so um die ins 35, ins 38, 39 getankt. So in Swati waren es immer um die 5,70 bei der Tanke, wo ich da sonst war. Heute habe ich 5,39, also so billig habe ich schon lange nicht mehr getankt. Luban, das liegt hier auf der Bundesstraße 30 zwischen Jelena Góra und Skorzelec. Wir fahren jetzt in Skorzelec. Ja, in Deutschland drüben noch was auszuliefern, da muss ich noch kurz rüber. Das Polizeiauto ist auch weg, die Strecke ist also wieder frei hier. Die 296, die war vorhin gesperrt, Richtung Sagan. Aber jetzt ist wieder frei. Ja, wir haben jetzt hier 19 Grad draußen und sonnig. Als ich heute früh losgefahren bin, da waren es gerade mal 10 Grad. Die Jacke abgezogen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es heute doch noch wärmer wird, aber das ist gut, weil die Jacke habe ich jetzt ausgezogen natürlich jetzt, aber dass es heute sonnig wird, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aber es ist gut, weil ich will noch die Räder wechseln dann im Betriebshof. Ich habe jetzt im Sommer habe ich ja eigentlich Ganzjahresreifen, aber die alten haben noch das M&S-Symbol und dann nicht dieses Schneeflocken-Dings. Und die tue ich jetzt im Sommer immer benutzen. Für den Winter muss ich mir jetzt die neu dran machen, die mit dem Schneeflocken-Symbol, da ist das Profil etwas anders. Das andere, das hat mehr Flächen und da habe ich dann schon auch gemerkt im Winter, wenn es Schnee war, dass er das ein bisschen schneller der Grip verliert als wie mit den anderen Profilen da jetzt, obwohl es beides AT-Räder sind und Ganzjahresreifen. Trotzdem sind die neueren besser. Wie gesagt, die haben ja das Profil ein bisschen geändert. Aber die anderen, die fahren halt jetzt im Sommer ab und viel Arbeit ist das nicht. Ich muss ja nicht die Reifen wechseln, sondern nur die kompletten Räder mit Felge tauschen. Ja. Weil ich habe ja 2 Satz Räder
Ist ja nicht so, dass man nur die Räder hat, die dran sind. Ne? Man hat ja immer ein paar mehr, damit man eben wechseln kann. Das machen wir auch mit den großen Lastwagen so, da tut man nie fahren zum Reifenwechseln, sondern der Reifendienst, der kommt bei uns vorbei, nimmt die alten Räder mit. Ja, der kommt dann mit seinem Transporter, und nimmt da alle Räder mit, die abgefahren sind und so weiter. Und dann tut er da die neuen Reifen montieren und bringt die dann zurück, stellt sie hin. Wir tun sie dann auf die Lastwagen drauf, wie wir sie brauchen. Das hat den Vorteil, dass man immer Räder auf Reserve hat und dass man das Fahrzeug nicht rausnehmen muss aus der Dispo, nur um dahin zu fahren mit Reifen zu wechseln. Ja, das dauert ja ein paar Stunden, bis du da dran kommst und so weiter. Das ist so viel praktischer. Da brauchst du halt ein paar Felgen mehr, die du kaufen musst. Ne? Und du musst halt dann auch aufpassen, welche Felgen das bei welchem Fahrzeug dran passen, weil die passen nicht immer alle bei jedem. Ne? Die Anhänger, die haben zum Beispiel, die Auflieger, die haben breitere Felgen als die Zugmaschinen. Ne? Immer die Größe ein bisschen anders da. Ne? Aber das siehst du ja, du weißt ja, was du runter tust und das Gleiche muss halt wieder drauf. Ne? Und wenn es anders aussieht, die Felge anders aussieht oder der Reifen andere Größe ist, dann ist das halt nicht der richtige für das Fahrzeug. Ne? Aber das machen wir schon seit vielen Jahren so. Das System hat sich bewährt. Ganz früher, ich kann mich erinnern, haben wir noch selber montiert. Da haben wir also nur die Reifen bestellt und die sind dann geliefert worden und dann hast du sie in der Werkstatt selber montiert. Und das machen wir schon seit Jahren nicht mehr, weil es ist einfach zu umständlich. Und wir sind auch nicht so modern ausgerüstet. Das war halt noch die alte Werkstatt mit dem Montiergerät. Das war alles noch mit manuell und da hast du gebracht. Warum macht man es selbst, wenn der Reifendienst diesen Service bietet, dass es abholt und bringt? Da brauchst du ja kein eigenes Personal hinstellen, wo das macht. Das ist ja wichtig. Das Personal für sinnvollere Arbeiten einteilen. Ja, und hier ist jetzt die billige Tanke. Da habe ich auf der Hinfahrt getankt. Und ja, jetzt ist noch nicht so viel raus, weil noch Jelena Gora und zurück brauche ich nicht so viel. Ja, Polizei habe ich jetzt hier. Vorhin habe ich mal eine gesehen, da wo die Straße gesperrt war. Da waren die dort gestanden und hier sind sie vorhin mal lang gefahren in der Gegenrichtung. Da wird wohl der Unfall gewesen sein. Ja, und ich begrüße alle, die jetzt neu dazugekommen sind und hier zuschauen. Wir sind ja auf der Bundesstraße 30 unterwegs. Also ich sage jetzt Bundesstraße, in Polen heißen die natürlich anders, aber es ist Kategorie Bundesstraße. Wir fahren jetzt von Jelena Gora über Luban nach Skorzelec. Und in Skorzelec fahre ich aber auch nur durch, weil ich muss noch rüber auf die deutsche Seite, da habe ich noch was zu tun. Muss ich noch mal Krempel loswerden.
Im Wetter haben wir Glück. Schön sonnig und warm. 18 Grad. Es ist warm genug für mich. Wärmer muss es gar nicht sein. Wenn man im Fahrzeug sitzt, ist es ja eh wärmer. Aber ich habe vorhin geguckt, am Kantor, als ich vorbeigefahren bin, der aktuelle Wechselkurs heute, das waren 4,18 Swati für einen Euro. 4,18, das ist das gleiche wie letzte Woche, war es auch schon 4,18. Und davor war es einige Wochen lang immer 4,16. Jetzt ist es immerhin auf 4,18 hochgegangen. Aber viel Unterschied macht es ja nicht, die 2 Groschen da. Aber ich kann mich noch an die Zeiten erinnern. So vor 3, 4 Jahren, da waren es immer 4,60. Ich habe sogar schon mal über 4,70 gehabt, 4,73 waren es. Aber so eine gute Umrechnung habe ich schon seit vielen Monaten nicht mehr gesehen. Ja, der Euro ist schwächer geworden. Ja, und bin ja gespannt, wie wir jetzt drüben in Görlitz durchkommen, weil da soll irgendwie eine Demonstration sein heute. Mal gespannt, wie es dort ausschaut. Und hier sind wir jetzt, hier ist so eine Doppelort, Troika, da sind wir jetzt in Troika. Und die grünen Schilder mit den Namen drauf, die zeigen an, in welchem Ort das man sich befindet. Und diese weißen Schilder da mit den schwarzen Häusern, die haben die gleiche Bedeutung wie bei uns, die Ortsschilder. Ab da gilt 50 oder hier jetzt, wo es Aufhebungsschild war, ab da kann man wieder schneller. Und die stehen nicht immer am selben Punkt. Meistens kommt zuerst das grüne Schild, wenn man reinfährt, und dann erst das weiße. Und ab dem weißen mit diesen Häusern drauf ist dann die Ortsgeschwindigkeit. Da gibt es auch noch zu beachten, dass wenn unter diesem Ortsschild, unter diesem weißen dann zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung 40 steht, dann bedeutet das, dass in diesem Ort die Höchstgeschwindigkeit 40 ist und nicht wie sonst üblich 50. Das gilt dann komplett im ganzen Ort. Und was gibt es sonst noch zu beachten? Geschwindigkeitsbegrenzungsmäßig, also für außerorts darfst du mit Pkw 90 fahren, nicht 100 wie in Deutschland, sondern 90, und mit Lastwagen 70. Wer also mit Fahrzeug über 3,5 Tonnen, das gilt dann auch für Wohnmobile über 3,5 Tonnen. Nur der Vollständigkeit halber, also 70, nicht 80. Und ich habe jetzt zwar hier noch keine Radarkontrolle gesehen, und die meisten Radarkontrollen sind da irgendwie angekündigt immer. Da hast du dann so ein Achtungsschild, oder du hast, weil ich weiß, auf der anderen Strecke, da ist ein fest installierter Blitzer im Ort, der ist aber gelb angemalt, dass du den schon von Weitem sehen kannst. Aber verlassen kann man sich da nicht drauf, weil die machen auch mobile Kontrollen mit der Radarpistole, ne? Wenn die da irgendwo stehen und dich dann
filmen, ne? Da wirst du dann auch gleich angehalten, soweit ich weiß. Ist mir noch nie passiert. Die ganzen Jahre, wo ich jetzt in Polen fahre, bin ich noch nie geblitzt worden. Aber ich habe gehört, dass die Bußgelder hier höher als in Deutschland und vor allem auch schneller mit Fahrverboten und so weiter. Ne? Also da seid ihr bloß vorsichtig. Ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung schildern, mir ist es noch nicht passiert. Und ich muss auch sagen, die meisten Polen, die fahren da ordentlich. Also sind das schon empfindliche Strafen. Sonst würden die mehr rasen hier. Vorhin bin ich die ganze Zeit, aber wir haben die 70 gehalten, ne? Und keiner hat mich überholt. Ne? Also haben die doch alle Angst vor dem Bußgeld. Und hier auch, wenn man so sieht, wie die entgegenkommen, also die sind jetzt nicht besonders schnell da. Und hier haben wir jetzt den Fall, hier haben wir das grüne Ortsschild und das weiße Ortsschild direkt an einem Punkt zusammen. Das hat man aber selten, meistens kommt das grüne zuerst. Und hier sehe ich gar kein 40-Schild mehr. Hier war immer 40, das ist jetzt weg. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass das weg war. Als ich in der anderen Richtung unterwegs war, habe ich mir noch gedacht, wo ist denn das 40er-Schild hingekommen? Ja, und hier haben wir jetzt eine Wechselstube, da zeigt sie mal oben an. Da Kantor, 4,18. 4,18 ist hier der Wechselkurs. Ja, aber hier halte ich nie an, weil da sind nicht viele Parkplätze und ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ich habe da einen anderen, wo ein riesengroßer Parkplatz hinten dran ist. Ja, und hier rechts das Gewerbegebiet. Da habe ich auch schon ein Video gemacht mal, da ist dieser Leroy Merlin, das ist ein großer Baumarkt. Und dann gibt es da alles mögliche in der Aktion und Jysk und Decathlon und Sinsay. Und hier ist auch nochmal ein großes Einkaufscenter da auf der Seite, wo die Autos jetzt alle rauskommen. Und da links ist nochmal ein großer Baumarkt, das Castorama. Aber ich fahre immer lieber in den Leroy Merlin, weil ich irgendwie den Eindruck habe, der Leroy, der wäre billiger wie das Castorama. Das ist jetzt mein Eindruck, meine Ding, und ich fahre halt lieber zu den Leroy, ne, als wie zum Castorama. Kann jeder machen, wie er will. Ne? Weil ich verbinde das dann am meisten, weil der Leroy und da sind noch nebendran die anderen Geschäfte. Ja, und nach dem Kreisverkehr links ist auch nochmal so ein Einkaufscenter. Also da haben sie hier jede Menge davon. Und hier rechts an dem Kreisverkehr rechts, da geht es zur Autobahn. Da fahre ich aber nicht hin, weil Autobahn kostet ja Maut. Also auf der deutschen Seite dann drüben in Polen, da haben wir es mit der Maut so, Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen bis 3,5 Tonnen fahren auf staatlichen Autobahnen mautfrei. Und das ist, 2 Punkte sind dabei wichtig. Das war jetzt zum einen staatliche Autobahnen, weil es gibt auch ein paar private Autobahnen.
Da müssen auch Pkw und Motorräder Maut bezahlen. Und Fahrzeugkombinationen bis 3,5 Tonnen, das bedeutet, da zählt also der Anhänger mit. Also wenn du jetzt einen Pkw hast mit 2,5 Tonnen und hast noch einen 2 Tonnen Anhänger dran, dann bist du bei 4,5 und dann musst du die Maut bezahlen. Und wenn du nur mit dem Pkw fährst, ohne Anhänger und du bist unter 3,5 Tonnen, dann brauchst du keine Maut bezahlen. Weil das ist ja anders, wie zum Beispiel in der Tschechei, da zählt der Anhänger nicht mit, da zählt nur das Zugfahrzeug. Und in Deutschland zählt ja auch nur das Zugfahrzeug. Und in Polen zählt aber der Anhänger mit. Ja, das ist was mich schon seit Jahren nervt. Da macht man alles einheitlich in der EU, nur bei der Maut. Da darf jeder sein eigenes Süppchen kochen. Da macht jeder seine eigenen Regeln. Und gerade wenn du grenzüberschreitenden Verkehr hast, im Schengen-Raum, wo jeder überall hinfahren kann, und da gibt es da so unterschiedliche Regelungen, das finde ich total blöd. Ich habe ja den DKV-Transponder, da kann ich den fast in der ganzen EU fahren und ist natürlich mit ausgenommen der Länder, die noch gar kein elektronisches System haben. So wie auf dem Balkan gibt es da Länder, wo du noch tatsächlich bar bezahlen musst. Das ist die, und hier, die Tanke hier, die hat auch 5,80. Die Circle, obwohl die Circle ist hier die billigste in Skorzelec in der Stadt, aber die andere, da war halt noch billiger. Und billige Kartoffeln gibt es an der anderen Tanke, da wird es 15 Kilo für 12 Zloty. Ja, 15 Kilo Kartoffeln für 12 Zloty. Das sind 80 Groschen pro Kilo, also umgerechnet 19 Cent. 19 Cent für 1 Kilo Kartoffeln, ne? Und das an der Tankstelle. Ich verstehe auch nicht, wie der die so billig an. Vorhin in der Kaufhalle habe ich gesehen, da kostet Kilo 2 Zloty irgendwas, ne? Also viel teurer als wie dort an der Tanke, ne? Ich nehme mal an, dass der die Kartoffeln und die Karotten und was er noch alles hat, da direkt vom Bauern kriegt, dass es dann deshalb billiger hat. Ne? Gefragt habe ich nicht, aber ich vermute das halt mal. Und ja, und hier haben wir auch ein Dings, da war jetzt auch 4,18 angeschildert. Ne? Ja, und ich hätte jetzt da vorne geradeaus runterfahren können, aber da muss man da durch diese Fußgängerzone durch, das mag ich nicht. Ich fahre hier lieber den kleinen Umweg und habe dafür mehr Platz. So, und jetzt hätte ja da geradeaus runterfahren können. Aber dann darf ich unten nicht Richtung Deutschland links abbiegen. Da darf man dann nur rechts abbiegen. Jetzt muss ich halt hier so rumfahren. Ja, und auch in Polen muss man am Zebraweg anhalten, wenn der Fußgänger rüber wollen. Das war früher anders mal, ich weiß, aber seit ein paar Jahren ist das auch in Polen Pflicht, dass man am Zebraweg anhält. So, und dann geht es hier runter. Oh, da vorne sehe ich schon wieder was mit Blaulicht. Aber ne, dort müssen wir nicht hin.
Wir biegen ja jetzt hier ab. Aber da scheint es gar keinen Stau zu geben. Ja, da brauchst du nicht die Hand heben, du Trottel. Im Kreisverkehr habe ich Vorfahrt. Also so ein blödes Arschloch. Nimmt man die Vorfahrt und hebt dann noch die Hand so zum aber was willst du da? Ach, so ein Trottel, so ein Blöder, ne? Ach, die Polen haben ja auch eine Demonstration. Aber eine Mini-Demonstration, da sind bloß ein paar Leute. Ich glaube, da war jetzt mehr da als Demonstranten. Ja, das sind Deutsche, die da jetzt stehen. Das ist deutsche Polizei. Und so wie es aussieht, haben die... Jetzt lassen die da keine Fußgänger rüber oder was? Weil die haben jetzt den Gehweg komplett blockiert. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die da alle auf der Brücke stehen. Das sehe ich jetzt das erste Mal. Aber dafür war hier wenig Stau. Ich habe schon gedacht, jetzt müssen wir mindestens wieder 15, 20 Minuten hier anstehen, bevor da... Aber nee. Guck, das Auto da ist Zivilpolizei. Ja. Das Auto schwarz. Nummernschild Polizei. Ja, wenn die auf dem Nummernschild auf der Landkreiskennung BP haben, ne? Ferdi. Ah ja, hier ist eine Demonstration. Hier habe ich gerade was gelesen von Ferdi. Das ist ein Informationsstand, Ferdi Gewerkschaft. Die machen hier irgendeine Demonstration, deshalb ist hier überall Polizei. Und ja, jetzt war kurz die Funkverbindung weg, weil wir sind jetzt wieder in der Funklochrepublik Deutschland. In Polen, da hast du guten Empfang und kaum bist du in Deutschland, ist der Empfang weg. Ja, und hier sieht es also aus, als hätte man mehr Polizei anwesend als wie Demonstranten. Ich habe da nicht viele Leute gesehen, ich habe ein paar leere Stände gesehen, wo ein paar Leute davor gestanden sind von der Gewerkschaft, aber groß Demonstranten habe ich da nicht gesehen jetzt. Ach, die werden vielleicht dort vorne sein, weil deshalb geht es jetzt hier nicht weiter. Ja, ja. Was machen die da? Da ist gesperrt. Können an den Dienst stellen, dass hier gesperrt ist, ne? Da lassen sie ihn bis dahin fahren und jetzt muss ich hier durch die Seitenstraßen rumeiern da mit meinem Truck. Die haben doch einen Vogel, haben die doch. Hätten sie gleich an der großen Kreuzung da, an der Ampel da ein Schild hingestellt, dass da gesperrt ist. Ne? Total bescheuert sowas.
Ja, er hat noch die Weihnachtssterne draußen. Zivilfahrzeuge, ne? Scheiße. Mist. Mehr Polizei als wie Zivilleute unterwegs. So, jetzt haben wir hier eine kleine Stadtrunde gemacht, weil die Straße, wo wir eigentlich fahren wollten, die war gesperrt.